Hallo meine Lieben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Danny diese Woche viele tolle Schnittmuster für uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf seiner Seite könnt ihr dann die Schnittmuster anschauen, runterladen und nachnähen. Da es sich hier aber nur um ein Schnittmuster handelt und keine Anleitung mitgegeben wurde, habe ich gedacht, werde ich doch einige von diesen Schnittmustern einfach für euch nachnähen. Und heute zeige ich euch, wie man das Dreiviertel-Armshirt mit Knopfleiste näht. Wenn ihr die Schnittmuster ausschneidet, müsst ihr auf den Fadenlauf achten. Dieser ist auf jedem Teil angegeben. Schneide die zwei Bündchen aus, achte dabei auf den Fadenlauf. Einmal das Halsbündchen, auch hier musst du auf den Fadenlauf achten. Dann einmal die linke Knopfleiste. Und einmal die rechte Knopfleiste. Diese muss dann später an der Seite und unten mit einem Overlockstich versäubert werden. Schneide die Ärmel spiegelverkehrt zu und mach kleine Knipse, wie im Schnittmuster gezeigt wird. Das erleichtert später das Einsetzen des Ärmels. Bei dem Oberteil habe ich etwas rumtüfteln müssen. Ich war mir nicht sicher, wie ich es vorne zuschneiden muss. Da ist ein bisschen anders genäht wird wie bei Menschenkleidung. Dann habe ich es einfach bis nach unten eingeschnitten und gehofft, dass es passt. Beim Rückenteil gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ihr auf den Fadenlauf achten und die Knipse an den Armausschnitten auf den Stoff übertragen sollt. Ich beginne mit der Knopfleiste. Beim Beleg muss die lange und die kurze Seite versäubert werden. Ich nehme mir nochmal das Schnittmuster zur Hand und markiere mir die Stelle, bis wohin ich nähen darf. Nun wird der Beleg mit dem Sternchen mit der rechten Seite auf das Oberteil gelegt und festgesteckt. Den Beleg nähe ich mit einem geraden Stich bis zur markierten Stelle fest. Die Nahtzugabe beträgt 5 mm. Den Knopfleistenteil für die rechte Seite klappe ich zusammen und fixiere mir mit Nadeln, damit er nicht aufklappt. Danach wird er auf die rechte Seite des Ausschnittes gelegt und festgesteckt. Auch hier nähe ich mit einem geraden Stich bis zur markierten Stelle. Den Beleg klappe ich ins Innere. Da der Stoff an dieser Stelle sehr viel aufträgt, schneide ich die Nahtzugabe etwas zurück. Auch auf der rechten Seite schneide ich die mittlere Nahtzugabe etwas zurück. Die Knopfleiste lege ich um und fixiere die Nahtzugabe. Die Enden vom Beleg und von der Knopfleiste stecke ich ins Innere des Oberteils. Achte darauf, dass in der Mitte keine Falten entstehen. Mit der Nadel fixiere ich die dahinter liegende Nahtzugabe.
Schaut, wie im Schnittmuster der Ausschnitt abgesteppt werden muss. Die linke Seite hat 8 mm Abstand zum Rand und der untere Bereich und die rechte Seite haben gerade mal 1 mm, wobei ich hier 2 mm genommen habe. Bevor ich den Ausschnitt absteppe, werde ich ihn mit ein paar Handstichen festnähen. Und hier zeige ich noch einmal, wie ich es gleich absteppen werde. Der schwierigste Teil von diesem Schnittmuster ist nun geschafft. Hinten schneide ich die 2 kleinen Schwänzchen etwas zurück. Jetzt lege ich das Vorderteil auf das Rückenteil, fixiere die Schulternähte und nähe sie zusammen. Die Schulternähte sind geschlossen und jetzt kann ich auch die Ärmel annähen. Hier überprüfe ich meine Knipser am Ärmel. Diese zeigen mir an, welche Seite wohin gehört. Den Ärmel lege ich zusammen, um die Mitte zu markieren. Den Ärmel lege ich mit der rechten Seite auf den Armausschnitt und fixiere die Mitte. Danach lege ich die Seiten aufeinander und stecke diese fest. Die Knipse müssen direkt aufeinander passen und auch diese werden mit einer Nadel fixiert. Das gleiche wiederhole ich dann auch auf der anderen Seite. Mit einem geraden Stich nähe ich die Ärmel an. Die Nahtzugabe beträgt hier 5 mm. Damit ich keine Falten reinnähe, korrigiere ich immer wieder den darunter liegenden Stoff. Als nächstes nähe ich die Armbündchen an. Diese falte ich an der längsten Seite, lege sie mit der Schnittkante an den Ärmel an und stecke sie zusammen.
Ich schneide wie gewohnt die hintere Nahtzugabe zurück, um einfach die Dicke zu reduzieren. Dann klappe ich die Nahtzugabe wieder um und stecke sie mit Nadeln fest. Das Bündchen steppe ich mit einem geraden Stich von der rechten Seite ab. Dabei stelle ich die Stichlänge bei meiner Maschine auf 2,6 cm ein, damit die Naht beim Anziehen des Schirts nicht reißt. Jetzt klappe ich das Vorderteil auf das Rückenteil und stecke die Seitennähte zusammen. Ich achte darauf, dass das Bündchen und die Achselnähte direkt aufeinandertreffen. Die Nahtzugabe direkt unter den Achseln klappe ich nach rechts und nach links, um zu viele Stofflagen an dieser Stelle zu vermeiden. Anschließend fixiere ich den Rest und wiederhole es auf der anderen Seite. Zu Beginn lasse ich beide Fäden etwas länger, da ich später die Nahtzugabe vernähen möchte. Am Anfang und am Ende wird die Naht verriegelt. Im Übrigen kannst du alle Kanten mit einem Overlockstich versäubern. Ich schneide die Nahtzugabe immer weg, weil es mich bei Puppenkleidern immer stört, und vernähe sie dann zur Rückenseite. Da mein Stoff nicht ausfranst, spare ich mir auch das Versäubern der Kanten. Und hier zeige ich nochmal, wie ich die Nahtzugabe mit ein paar Handstichen zum Rücken vernähe. Nun kann das Oberteil auf die rechte Seite gedreht werden. Als nächstes kommt der Saum dran. Ich messe direkt am Schnittmuster die Höhe des Saumes aus. Das sind 1,2 cm. Diese klappe ich rundherum um und stecke alles fest. Auf dem Schnittmuster sind 2 Nähte abgebildet und ich werde diese mit einer Zwillingsnadel nähen. Wenn du keine Zwillingsnadel hast, dann empfehle ich dir einen elastischen Stich, zum Beispiel einen Zickzackstich, da sonst die Nähte beim Anziehen reißen können. Wenn du mit einer Zwillingsnadel nähst, dann achte darauf, dass die linke Nadel knapp an der Stoffkante einsticht. Das Shirt ist nun fast fertig. Es fehlt nur noch der Halsausschnitt. Und den mag ich gar nicht. Zuerst lege ich das Bündchen zusammen und markiere die Mitte.
Dann lege ich das Skier zusammen und markiere hinten am Rücken ebenfalls die Mitte. Mit der rechten Seite aufeinander liegend stecke ich Bündchen und Rückenteil in der Mitte zusammen. Danach nehme ich mir nochmal das Schnittmuster zur Hand, das vom Bündchen, und mache an der Stelle, die zur Schulternaht gelegt wird, jeweils einen Knipser. Das erleichtert das gleichmäßige Dehnen vom Bündchen. An den Seiten lasse ich jeweils 5 mm vom Bündchen überstehen. Mit einem geraden Stich und einem Abstand von 5 mm zum Rand nähe ich das Bündchen fest. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass ich keinerlei Falten reingenäht habe, klappe ich die äußere Kante des Bündchens rechts auf rechts und stecke die Seiten fest. Ich wiederhole es auf der anderen Seite und nähe dann die Seiten zusammen. Die Seiten habe ich festgenäht und schneide die Ecken und die Nahtzugabe etwas zurück. Im Nachhinein hätte ich mehr Nahtzugabe wegschneiden müssen. Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass man laut Schnittmuster die nicht festgenähte Kante des Bündchens jetzt noch einmal nach innen klappen müsste und dann später von rechts das Ganze absteppen. Mein Stoff ist sehr dick und es hat absolut nicht geklappt, dieses noch einmal umzuklappen. Daher habe ich nach dem Ausformen der Kanten das Bündchen direkt auf die Naht gelegt und abgesteppt. Was auch geht und einfacher ist, aber natürlich nicht nach Schnittmuster wäre. Die Nahtzugabe an den Schulternähten empfehle ich auch wegzuschneiden, sonst ist an dieser Stelle einfach viel zu viel Stoff. Wie ihr seht, klappe ich das Bündchen um und lege es direkt an die Naht. Noch einmal umklappen wäre hier absolut unmöglich. Hier habe ich mich noch kurz gewundert, wie man es denn noch einmal umklappen sollte. Ich denke, beim nächsten Schnitt werde ich einfach die Kante vorher versäubern und dann absteppen, damit die Kante einfach professioneller aussieht. Vielleicht schneide ich das Bündchen auch etwas schmaler zu. Ich glaube, laut Schnittmuster hätte man das Bündchen zusammenlegen und so direkt an den Halsausschnitt nähen müssen, so wie bei den Armbündchen. Oder vielleicht auch doch nicht, aber ich denke, ich habe für mich eine gute und saubere Lösung gefunden. Na, zumindest hat Beines Martha nichts dagegen und trägt ihr Shirt sehr gerne. Wichtig ist, dass die Kanten gut ausgeformt sind und dass das Bündchen an der gesamten Länge die gleiche Breite hat. Mir war es etwas zu unsicher mit den Nadeln und ich habe das Bündchen noch mit ein paar Handstichen fixiert, damit auch gar nichts verrutscht. Wobei zum Schluss ist mir doch tatsächlich an ein oder zwei Stellen das Ganze ein bisschen verrutscht und da habe ich es nicht geschafft, das mit der Maschine festzunehmen. Aber gut, ich habe es dann mit der Hand ausgebessert.
Und hier ist das Endergebnis. Ich glaube, dieses Shirt eignet sich mehr für Smart Dolls mit einer größeren Oberweite. Aber ich liebe den Schnitt und werde definitiv noch ein paar Shirts mehr nähen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, was den Halsausschnitt betrifft, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bye bye!